Natürlich werde ich Leonard und Jana vermissen. Aber wenn wir erstmal eine kleine Familie sind, habe ich sowieso nur noch Windeln und Bäuerchen im Kopf. Ja, und dich. Mein Name ist Andrea Bernhardt. Ich bin Kinderpsychologin vom Jugendamt. Ich wurde gebeten, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Ja gut und schön, aber das passt mir im Moment gar nicht. Das sollte es aber. Würde es Ihnen passen, wenn ich morgen vorbeikomme? Also schön. Gleich. Perfekt. Sie werden für Ihre Rolle keinen Oscar bekommen. Also, hat Ansgar angebissen? Natürlich hat er angebissen. Ich sehe ihn schon vor mir, wie er seine Pitbulls übers Gelände scheucht. Und während sie alle auf mich warten, auf die böse Entführerin, spazieren Sie als Retterin in der Not nach Königsbrunn und holen mir meinen Sohn zurück. Was machst du denn da mit dem Funkgerät? Damit informiert mich die Security über alles, was in und ums Schloss herum passiert. Glaubst du, Tanja taucht hier auf? Ja, wie soll sie sonst an Hannes rankommen? Als Leonard mir vor 2 Tagen erzählte, dass Tanja lebt, das war... Moment, langsam. Vor 2 Tagen? Ihr wisst das schon länger? Sag mal, spinnt ihr? Seid ihr noch ganz dicht? Tanja lebt und ich erfahre das hier mal soeben nebenbei? Leonard wollte dich nicht unnötig verrückt machen. So ein blöder Idiot. Weißt du, wenn dieser blöde Idiot nicht gewesen Ja, dann hätte ich wäre... mich schon 2 Tage länger um Hannes Sicherheit kümmern können. Aber das ist wieder typisch Leonard. Alles irgendwie hintenrum. Jetzt komm mal wieder runter. Weißt du, wen du es zu verdanken hast, dass Hannes wieder hier ist? Sebastian und Leonard. Ansgar muss absolut davon überzeugt sein, dass Sie eine Kinderpsychologin vom Jugendamt sind. Sonst wirft er Sie gleich vom Schloss. Er ist extrem misstrauisch, eigentlich schon paranoid. Er wird Sie sehr genau unter die Lupe nehmen. Ich garantiere Ihnen eine bühnenreife Leistung. Die größten Nullen machen meistens die größte Welle. Hauptsache, er lässt Sie für einen Moment mit Hannes allein. Und dann kommen Sie ins Spiel. Wer denn sonst? Dann ist alles klar. Bis morgen. Bis dann. Was hast du ihr denn geboten? Geld natürlich. Und ein Bühnenengagement. Sie geht fürs Goethe-Institut nach Peking. China. Sie scheint nicht besonders gut zu sein. Ja und? Die Chinesen schicken uns auch eine Menge Mist. Aber mach dir keine Sorgen, die kriegt das hin. Da gebe ich dir mein Wort drauf. Dein Wort, Adrian? Was ist das noch wert? Wenn du mir nicht traust, such dir einen anderen für deine Drecksarbeit. Die Hauptsache ist, dass ich meinen Sohn zurückbekomme und aus Deutschland ausreisen kann. Wann sind die Papiere fertig? Bis morgen hast du einen neuen Pass. Deinen Sohn natürlich auch. Und das Finanzielle ist auch geregelt. Dankeschön. Frau Gräfin? Das wird Johannes freuen, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Ich war ganz schön stur. Ein echter Lahnstein eben. Das, was Johannes an meinen Vater geschrieben hat, die Briefe, Das war bestimmt nicht einfach für Sie, das Bild Ihres Vaters nach so langer Zeit revidieren zu müssen. Tja, dass Johannes sich Vaters Erbe unter den Nagel gerissen hat, das galt bei uns als unumstößliche Tatsache. Ja, und dann hat Degenhardt die Lüge über Johannes als Erbschleicher aufrechterhalten. Adrian hat ja behauptet, Johannes hätte Vaters Bitte um Hilfe abgelehnt. Und ich mache ihm Vorwürfe. Johannes hatte völlig recht, mich vor die Tür zu setzen. Er weiß, dass die Schuld nicht bei Ihnen lag. Der ein Leben lang nichts anderes gehört hat. Außerdem ist er Ihnen sehr dankbar, was Hannes betrifft. Trotzdem muss ich mich bei ihm entschuldigen. Schade, dass er auf Geschäftsreise ist. Wenn er wieder zurück ist, er bleibt nur ein paar Tage in Philadelphia. Ich bin so gut wie auf dem Sprung. Können Sie Ihre Abreise nicht verschieben? Ich habe zwar schon ausgecheckt, aber das lässt sich wieder ändern. Oh, das Schloss ist groß genug, da werden wir für Sie ein Plätzchen finden.
So, kleine Vitaminspritze für die schönste, beste, tollste und so weiter Frau der Welt. Ich dachte, weil du vorhin so müde aussahst, da. Hey. Geht's dir nicht gut? Ist irgendwas mit dem Kind? Sarah? Ich war im Krankenhaus. Und da lag jemand. Der war tot. Wann warst du im Krankenhaus? Ich hab das nur geträumt. Aber das war so echt. Eine Bahre. Und darauf lag ein Leichensack oder so. Und da war jemand drin. Und gerade als ich sehen wollte, wer es ist, bin ich aufgewacht. Das ist immer so. Wenn man schlecht träumt, dann wacht man auf, wenn es am schlimmsten ist. Aber das war so echt. Sarah, es war ein Traum. Wenn ich doch nur wüsste, wer da lag. Wenn du mich diesmal wieder linkst, kannst du Gedichte schreiben. Wieso das denn? Macht man das nicht in Asien, bevor man sich vom Leben verabschiedet? Diese Haikus sind doch bloß was für Volkshochschüler und Schwestern. Sebastian! Ich kann auch draußen warten. Nein, das brauchen Sie gar nicht. Wir sind gerade fertig. Ich kriege Ihre Antwort dann? Ja, Sie bekommen morgen von mir Bescheid. Ja, schönen Abend. Schön, dich zu sehen. Johannes hat jahrelang versucht, mit Vater Kontakt aufzunehmen. Indem er ihm Briefe schreibt? Er wollte sein Erbe mit ihm teilen. Hast du das gewusst? Ja, wie denn? Also, mir hat Johannes keine Briefe geschrieben. Und auf Ludwig scheinen Sie ja auch keinen großartigen Eindruck gemacht zu haben. Nein. Vater war einfach zu stolz und zu verbittert, um Johannes Hilfe anzunehmen. Ach, was? Er wusste genau, dass Johannes nach außen gern den Wohltäter spielt. Von ihm hättet ihr keinen Pfennig bekommen. Habt ihr ja auch nicht, oder? Das hast unser Vaters Tod jahrelang gepredigt. Damit wir uns auf deine Seite gegen Johannes stellen. Ja, na klar. Als nächstes binde ich dir eine Bombe um den Bauch und schick dich zu meinem Freund Johannes aufs Schloss. Wenn es dir von Nutzen wäre, würdest du das auch tun. Sag mal, du traust mir seit Neuestem wirklich jede Schweinerei zu. Die Landsteins sind meine Feinde. Wenn du dich auf deren Seite stellst. Ich bin auch ein Landstein. Hallo Nachbarin. Alles okay? Ich musste nur gerade an was denken. Ich hatte vorhin so einen schrecklichen Traum und der geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Echt? Was denn? Es gab eine Zeit, da habe ich jedes Buch über Traumdeutung verschlungen. Ich habe eine Leiche gesehen und konnte aber nicht erkennen, wer es ist. Wenn man träumt, träumt man seine Seele auf. Du meinst wie Entsorgung von Seelenmüll? Hm? Und dabei spielen Symbole eine große Rolle. Tolles Symbol, der Tod. Der Tod muss nicht unbedingt ein Symbol für das Ende sein. Es kann auch eine Veränderung oder ein Neuanfang sein. Ja, ich bin schwanger. Aber das bin ich ja jetzt auch schon eine Weile. Es kann auch was anderes sein. Irgendwas, was dich beschäftigt. Leonhard und Jana wollen Düsseldorf verlassen. Seit wann das denn? Leonhard hat Jana gefragt und sie wollte sich das aber noch mal überlegen. Es wäre echt schade, wenn die das durchziehen. Kein Wunder, dass du sowas träumst. Dann bleibst du also bis Vaters Rückkehr? Ja, da gibt's Klärungsbedarf. Dass ihr mich nochmal willkommen heißt. Mein letzter Auftritt hier war ja eher speziell. Ach, vergeben und vergessen. Setzt euch doch. Wie war nochmal die Sitzordnung hier? Ansgars Platz ist noch frei. Ansgar möchte oben bei seinem Sohn essen. Justus? Selbstverständlich. Ich werde die nötigen Anweisungen sofort geben. Zum Glück lässt er sich heute Abend nicht blicken. Er kann es nämlich nicht ab, wenn plötzlich ein neuer Lahnstein am Tisch sitzt. Vor allem auf seinem Platz.
und Tanja hinter Gittern ist, da wird auch Ansgar sich entspannen. Na, dann hoffen wir mal, dass es bald passiert. Bleib ruhig sitzen. Ja, ich wollte mich bei euch nur bedanken, dass ihr Hannes zurückgeholt habt. Besonders bei dir und bei dir. Ich verspreche dir, mein Kleiner, deine Mutter wird dich mir nie wieder wegnehmen. Ja, ich hoffe, dass Dr. Becker mich bald gesund schreibt. Ich fühle mich nämlich schon wieder topfit. Frau Hofmann, gedulden Sie sich bitte noch ein wenig, ja? Du sollst vor der Untersuchung nichts trinken. Wir sehen gleich unser Kind. Ja, ich freue mich. Und ich mich erst. Ich wäre dann jetzt soweit. Bitte schön, Frau Hofmann. Ja, danke. Ja, auf geht's. Du hast ihm das doch nicht abgenommen. Sich zu bedanken, egal für was, gehört nicht zu Ansgars Stärken, ich weiß. Aber es ging um Hannes. Das ist der Hammer. Hast du die beiden mal zusammen gesehen? Der Kleine, der lockt in Ansgar Seiten hervor. Da denkt man hat einen völlig anderen Menschen vor sich. Was sagst du denn dazu? Für mich ganz ehrlich. Ja, du kennst ihn ja auch überhaupt nicht. Konstantin, lass uns doch bitte einfach froh sein, dass er einen Schritt auf Leonard zugegangen ist, okay? Ja, klar. Und dann zieht er wieder mit einer Knarre los und schießt ihn über den Haufen, oder wie? Er wollte ihn nicht treffen. Entschuldige bitte, wie konnte ich das denn vergessen? Er wollte Adrian abknallen, natürlich. Was für ein wunderschöner Morgen. Und? Wie haben Sie die erste Nacht geschlafen auf dem Schloss? Sehr gut. Ups, schön. Das freut mich. Ich soll euch schön grüßen von Johannes. Er hat gestern Nacht noch angerufen. Danke. Und was hat er zu unserem neuen Gast gesagt? Oh, das habe ich ihm noch gar nicht erzählt. Ich dachte, die Überraschung heben wir uns für seine Rückkehr auf, oder? Ja, ist mir auch lieber so. Ihr habt doch nichts dagegen. Du bist doch auch schon fertig. Komm, wir drehen eine Runde durch das Schloss. Du willst mir den Kasten zeigen? Alter, ich kenne Ecken, davon hast du früher nicht mal geträumt, dass es sie gibt. Das sind bestimmt die gleichen, an denen ich mich mit deiner Schwester rumgetrieben habe. Die Doktorspielnummer oder was? Ah ja, ganz genau. Und was hat Vater sonst noch so gesagt? Ja, zum Glück laufen die Verhandlungen sehr gut. Wahrscheinlich kommt er früher nach Hause. Und sonst? Nichts umsonst. Er will so schnell wie möglich zurück. Er vermisst uns und ich. Du ihn auch. Ja. Ich kann's aber noch nicht glauben. Ich auch nicht. Hast du gesehen, wie sich's bewegt hat? Das war einfach... Ich habe gedacht, das Ultraschallgerät hat ganz seinen Geist aufgegeben. Jetzt habe ich aber doch noch ein Foto für Sie. Bitte schön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Brittany Moore, wohnhaft in Edinhope, geboren in Melbourne. Du sprichst doch perfektes Englisch. Ja, aber nicht diesen seltsamen Aussie-Slang. Am deutschen Zoll stehen keine Aussies, da stehen höchstens ein paar Sachsen. Oder willst du nach Australien? Das Ziel verrate ich deinem Piloten erst, wenn wir in der Luft sind. Wie verabredet. Und das Geld dürfte ja auch reichen. Fürs erste Jahr. Und danach kümmerst du dich bitte jeden Monat um mein Nummernkonto. Ja, ja. Ich habe auch was davon, dass Ansgar wieder seinem Sohn hinterherheult und keinen Kopf mehr für das Geschäftliche hat. An dem Punkt waren wir schon. Und wären wir vermutlich auch geblieben, hättest du nicht alles versaut.
Der hatte sich schon mit dem Tod von Hannes abgefunden. Es war gut, die Wunde nochmal aufzufrischen. Umso größer ist der Schmerz danach. Wie es meinem Sohn dabei ergeht, ist dir völlig egal, oder? Der Junge hat eine aufregende Kindheit. Sowas prägt und macht stark fürs Leben. Ist doch besser, als wenn er in irgendeinem Kaff in der Pfalz versauert. Weißt du was, Adrian? Vielleicht schreibt dir Hannes irgendwann mal einen Dankesbrief. Und vielleicht schreibt ihr dann auch, dass seine Mutter sich nach allen Seiten absicherte. Tanja, Schluss mit dem Gequatsche, wir sind quitt. Du solltest dich langsam auf den Weg machen. Die Grünwald hat gleich einen großen Auftritt als Kinderpsychologin. Spar dir einen, auf Wiedersehen, ja? Adios. Wir können dann losfahren. Herr Graf, Frau Bernhard vom Jugendamt. Ja, sorgen Sie bitte dafür, dass wir nicht gestört werden. Selbstverständlich. Andrea Bernhard, wir hatten gestern miteinander telefoniert. Ja, ich muss gestehen, ich hatte sie mir etwas anders vorgestellt. Ich entspreche nicht Ihren Erwartungen. Dann gehe ich davon aus, dass Sie schon einige Erfahrungen mit Kinderpsychologen hinter sich haben. Kommen Sie denn darauf? Mein Sohn ist völlig normal. Bitte. Graf Lahnstein, Ihr Sohn wurde entführt. Er war monatelang in einer fremden Umgebung. Wissen Sie, was das bei einem Kind in seinem Alter auslösen kann? Hannes geht's gut. Ich kann nicht feststellen, dass er in irgendeiner Weise verstört wirkt. Aber soweit ich es den Unterlagen entnehmen konnte, weiß bislang niemand wo und vor allen Dingen unter welchen Umständen Ihr Sohn gefangen gehalten wurde. Ja, das ist richtig. Er ist 2,5. Das konnte er mir natürlich nicht sagen. Das liegt nicht nur im Alter. Was soll das denn heißen? Verdrängung von traumatischen Ereignissen ist eine Art Selbstschutz bei kleinen Kindern. Aber damit wird das Trauma nicht bewältigt. So bricht es dann meistens in der Pubertät wieder auf. Sie wollen sagen, er könnte bleibende Schäden davontragen? Um das herauszufinden, bin ich ja hier. Kann ich vielleicht irgendwo in Ruhe mit Hannes sprechen? Hier oder in einem anderen Raum? Ja, natürlich. Ich hole ihn gleich runter. In der Bibliothek sind Sie ungestört. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber es wäre von Vorteil, wenn ich alleine mit Ihrem Sohn sprechen könnte. Was denn, allein? Sie würden Ihren Sohn nur ablenken und damit das Ergebnis meiner Befragung beeinflussen. Falls Sie das jetzt nicht möchten, kann ich auch gerne morgen wiederkommen. Länger warten sollten wir allerdings nicht. Nein, nein, schon gut. Wenn Sie mir so helfen können. Ich muss zugeben, so richtig viel kenne ich immer noch nicht, aber es wird verdammt süß. Ich hoffe, es kriegt deine blauen Augen. Entschuldigung, Frau Hofmann, können Sie noch mal bitte kurz mitkommen? Ich möchte gerne noch einen Termin vereinbaren, ja? Alles klar. Warte kurz hier. Ja. Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch. Besonders viel ist hier noch nicht zu erkennen, aber es ist und bleibt ein Wunder. Ein Wunder wäre es auch, wenn du dich da endlich mal raushalten könntest. Lass Sarah und mich in Ruhe, okay? Entschuldigung mal, wovon redest du denn? Fahr mit Jana in die Tropen, in die Arktis, wohin auch immer. Ist mir egal, Hauptsache weit weg. Und mach's dir glücklich. Sie hat's verdient. Na hör mal, ich liebe Jana. Ja, und ich liebe Sarah. Und ich vertraue ihr. Im Gegensatz zu dir. Der Papa ist ganz in der Nähe. Und das ist also ein Hund und ein Pferd. Ja, ich finde dich auch ganz toll, Hannes.
Wir beide, wir bleiben jetzt für immer zusammen. Du hast selbst gesagt, es hat meine blauen Augen. Ja, die Farbe von dem Fotodrucker von dem Ultraschallgerät. Christian, dein Urteil ist gefragt. Kann man dann überhaupt schon was erkennen? Gregor schon. Na, was jetzt? Was ist das, moderne Kunst? Ich geb dir gleich moderne Kunst. Ja, was, dass du Vater wirst, das ist ja wohl auch ein Kunststück. Wenn es ginge, würde Gregor dem Ultraschallbild wohl am liebsten die Windeln wechseln, ne? Er kann es kaum erwarten. Was so ein Ultraschallbild alles ausmacht? Der Wahnsinn. Wir haben eben das Herz von unserem kleinen Krümel auf einem Bildschirm gesehen. Wie es schlägt. Da ist mir zum ersten Mal richtig klar geworden, dass da ein neues Leben in mir heranwächst. Die Antwort auf deine Frage. Was der Traum bedeuten könnte. Ich habe noch gar nicht gewusst, dass Napoleon sich auf seinem Rückzug aus Russland hier im Weinkeller besoffen hat. Hast du ihm das erzählt? Ja, er hat sich nur eine Jahreszahl vertan. Zu der Zeit war Napoleon nämlich schon längst tot. Wahrscheinlich nur ein Druckfehler der Geschichtsbücher. Ihr habt keinen Plan. Und steht der Dachboden jetzt Kopf, so wie damals? Oh, ihr entschuldigt. Ich weiß, das ist bei Tisch nicht angebracht, aber Für Vater vergessen wir die Etikette mal. Johannes, hallo, wie geht's dir? Fantastisch. Rate mal, von wo aus ich anrufe. Na, ich denke mal vom Konferenztisch. Ah nein, dann würdest du nicht telefonieren. Nein, aus der Luft. Ich bin schon auf dem Weg nach Hause. Die Verhandlungen sind besser gelaufen als erwartet. Ach, wirklich? Soll ich dich vom Flughafen abholen? Wann landet ihr? Also mein Kapitän meinte voraussichtlich in... Hallo? Elisabeth, warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Johannes, was ist los? Johannes? Der Hase hat gar nicht gut auf dich aufgepasst, was? Aber jetzt ist die Mami wieder da. Und ich passe auf dich auf. Da kann auch der böse Papa nichts dran ändern. Wir müssen nie wieder hierhin zurück, mein Süßer. Na, hier geht's doch gar nicht zum Flughafen. Kennen Sie den Weg zum Flughafen nicht? Was macht der Idiot denn? Süßer, setz dich mal kurz hier hin. Ich muss zum Flughafen. Irrtum, Tanja.